Heute werde ich zum Cowgirl. Mein Traum? Ich will endlich reiten lernen. Und zwar stilecht wie im Wilden Westen. Ich bin absolute Anfängerin und ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Schiss, vom Pferd zu fliegen. In einem Crashkurs lerne ich alles, was man über Pferde wissen muss. Putzen, führen, satteln und möglichst elegant an Pferdeäpfeln vorbeikommen. Das ist mal ein richtig riesiger Haufen Scheiße. Die größte Herausforderung? Wie läuft das eigentlich mit der Annäherung? Ich glaube, ich brauche ein paar Tipps. Wir sind in Mohorn bei Wilsdruff, knapp 24 Kilometer westlich von Dresden. Und genau da, wo wir mit Hinreisend am liebsten unterwegs sind. Mitten in Mitteldeutschland, mitten im Erlebnis. Heute lerne ich reiten. Zumindest war das der Plan. Wie halte ich an, Andrea? Hallo. Hallo. Hallo, na? Setz dich mal hin, dann reden wir mal kurz. Ich bin die Andrea. Sarah, freut mich. Na, hast aber richtig schön hier. Ja. Andrea Seidel hat den Hof seit 2009. Sie ist eigentlich Geologin und hatte ein Ingenieurbüro. Doch dann tauschte sie den Job gegen Pferde und Western-Feeling. Saloon inklusive. Wir machen jetzt hier diesen 3-Tageskurs, Learning by Doing. Und ich hoffe, nach 3 Tagen kannst du dann doch ein bisschen reiten. Ja, ich hoffe auch. Das ist das Ziel. Ich bin schon richtig gespannt. Wie viel Erfahrung hast du denn mit Pferden? Hast du dich schon mal mit Pferden beschäftigt? Ich hatte irgendwann mal eine Phase, wo ich einen Sommerferien lang bei einer Freundin, die geritten ist, mitgekommen Ja, ist. Und ich genau. habe nur die Pferde geputzt, aber da war ich so 13, 14. Also 13. das ist so meine Erfahrung und mehr nicht. Du weißt, wo vorne und hinten ist. Ja. Na? Aber wichtig ist eben auch, was du für ein Mensch bist. Das muss ich halt wissen, weil es ist halt unterschiedlich, ob du jetzt ein sehr zurückhaltender oder ob du auch ein sehr mutiger Mensch bist. Warum ist das wichtig? Weil im Prinzip die Pferde sind Körpersprachler. Die können also, wenn du jetzt hier vorbeikommst und das Pferd guckt dich an, wissen die sofort, wie du drauf bist. Was hast du für Gefühle? Hast du Probleme gehabt? Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich unsicher bin, soll ich es faken? Ja, genau. Weil im Prinzip Reiten ist eigentlich auf einem Nenner. Pferd sucht Sicherheit und wir Reiter verkaufen Sicherheit. Und da helfe ich dir natürlich. Und da hast du jetzt 2 Wahlen. Wirst du zum Sicherheitspartner oder gehst du den Weg zum Sicherheitsrisiko? Das Sicherheitsrisiko wird irgendwann mal entsorgt. Der Sicherheitspartner, dem nimmt das Pferd an und da achtet es drauf. Genau, deswegen reden wir jetzt drüber. Ja? Mehr Selbstbewusstsein, okay. Vielleicht mit passendem Outfit. Oi, ja, also als ob du zum Line Dance gehst. Aber fürs Reiten, da müssen wir noch ein paar Veränderungen an dir vornehmen. Ja, was muss anders? Ja, ich würde die Boots noch wechseln. Ja. Das sind Tanzboots. Mit den Fransenjacke bleibst du überall hängen im Busch. Ist auch nicht praktisch. All das ist was fürs Auge, aber nicht für die Praxis. Ja. Und was mit dem Hut? Der Hut, naja, man kann sich dran gewöhnen. Außerdem musst du sowieso fürs Erste eine Reitkappe tragen. Ja, ein Helm. Das ist mir auch Genau. lieb. Sehr gut. Okay, dann gehe ich mich mal wieder umziehen, wa? Genau. Gut. Outfit of the Day, Wanderreiten-Edition, ist nicht ganz so sexy, wie ich es mir vorgestellt habe, aber Sicherheit geht natürlich vor. Und jetzt werde ich gleich aber noch mal den Helm ausziehen und die Lederüberzüge auch. Die brauche ich jetzt gleich nicht, aber zum Wanderreiten habe ich sie dann wieder an. Andrea kümmert sich um 16 Pferde. So, und jetzt gucken wir mal. Das Pferd, was ich jetzt für dich so denke, ist diese liebe Stute hier. Das ist die Jasmine. Hallo.
Na, das ist eine Missouri Foxtrotter Stute. Ja. Also vielleicht weißt du das noch nicht, aber es gibt verschiedene Pferderassen. Ja. Und das ist ein Gangpferd. Die hat also nicht 3 Gänge, Schritt, Trab, Galopp, sondern die hat 5 Gänge. Okay. Ja, ne? Und ist sehr, sehr bequem. Warum ausgerechnet das Pferd für mich? Weil sie ist schon 20 Jahre alt, hat viel Erfahrung, auch mit vielen Reitschülern. Und ich denke, für dein Level, für dein Anfängerlevel ist das Pferd, was dir am meisten beibringen kann. Dann kannst du den Strick nehmen, geh nach vorne, dreh dich um und das Pferd kommt dir hinterher. Du hast jetzt eine Verbindung zu dem Pferd. Ja? Siehst du? Cool. Genau. Hallo. So, und jetzt, wenn du stehen bleibst, bleibt auch das Pferd stehen. Oh, genau. Fein. Es überlegt, aha, du bist jetzt meine Neue. Yay. No? Hier rum? Ja, führst wieder rum. Genau. No? Und wichtig ist, dass das Pferd nicht hinterherziehst, sondern das Pferd freiwillig hinter dir herkommt. Und wenn du stehen bleibst, zack, ho, bleibt das Pferd auch stehen. Ja, es muss also auf dich achten. Andrea, was muss ich denn im Umgang mit Pferden sicherheitstechnisch beachten? Dass du keine Angst hast, dass du nicht rückwärts gehst wie jetzt. Ne? Okay. Das sind so Sachen, die dann deine Angst präsentieren. Ne? Ja. Du musst also immer aktiv zum Pferd gehen. So, und das Pferd muss weichen, nicht Ja, du. okay. Nicht du. Ne? Das ist wichtig, das Pferd muss zu dir Kontakt aufnehmen, das Pferd muss dich als Führung anerkennen. Habt ihr schon mal ein Pferd geführt? Schreibt's in die Kommentare. Mein Learning: Ich muss führen und zwar angstfrei. Ein 400-Kilo-Tier. Schön vorwärts gehen. Ja, du gibst dem Pferd die Richtung und du musst im Prinzip das Leittier sein. Hier brauchst du keine Angst haben. Pferde haben das sogenannte Jakobsche Organ. Damit können die Pheromone riechen. Und Pheromone, das ist das, was du aussendest, wenn du Angst hast. Angst ist immer Gefahr. Ja? Ja. Das weiß ja nicht, dass du vor dem Pferd Angst hast. Ich versuche es nicht zu zeigen, aber ich habe schon auf jeden Fall guten Respekt vor ihr, auch wenn sie hier manchmal so nahe kommt. Ich versuche da nicht zurückzuweichen. Ja, genau. Ja. Nicht zurück. Und wenn das halt auch mal zu dir kommt, ja, und zu dir jetzt kommt, dann versucht es dich auch zu testen. Also dieses mich anstupsen Deine Standfestigkeit, ist mich deine testen. Standfestigkeit, Okay. ja, deine Standfestigkeit. Und wenn du das nicht willst, Ja. dann sag nein, dann geh mit der Hand hin und Ja. sag konsequent nein, das will ich nicht. So, ab jetzt ist es dein Pferd. So. So, jetzt lauf einfach geradeaus. Einfach geradeaus, okay. Also endlich aufs Pferd? Nein, vorher lerne ich Pferdepflege. Was ist das alles? Wozu ist das gut? Das ist jetzt alles das Putzzeug, Ja. also wo man die Pferde ein bisschen putzen kann. Ja. Weil es ja wichtig ist, dass unter dem Sattel und am Gurt kein Scheuerstellen entstehen. Dann nehme ich das mit. Genau. Auf geht's. Gut. Es ist auch sehr befriedigend, weil einem das schon so dieses klassische Putzgefühl gibt von vor dreckig und unordentlich, jetzt sauber. Kann man sich am Ende richtig einen Pulli draus stricken. Also ich merke beim Pferdeputzen nerven meine Haare und deshalb mache ich mir jetzt mal einen Pferdeschwanz. Ja, sorry, ich kann das nicht mehr. Was mache ich hier? So, und jetzt greifst du mit der rechten Hand hier runter Ja, und das Pferd nimmt dann den Huf automatisch hoch. Nimm mal. Gut, jetzt ja, noch ein bisschen nachhelfen. Das Pferd ist dabei, weiter, komm. macht gar nichts. Jetzt. So, nimm den Huf, genauso wie ich den hatte, andersrum mit der Hand. Wie? Greif mit der Hand nach innen. So. Ja, genau, so. Genau. Und jetzt kannst du das schön sauber machen.
Hier? Ist hier diese Rille? Ich sehe die Ja, gar nicht. genau. Das ist wie so ein V bei Victory. Das ist also hier und hier. Hier? Ja, genau. Hier, genau. Ja, weiter, noch weiter. Nein, auf tiefer, tiefer. Ja, ist schon krass. Ich mache hier gerade Pediküre bei einem 400-Kilo-Tier und habe das Bein auf meinem Bein. Und auch wenn das Pferd das jetzt hier nicht absetzt, merkt man, wie schwer das ist. Und wie viel Muskeln und Kraft da auch in so einem Tier stecken. Raus sollen die kleinen Steinchen und der Schmutz, damit der Huf gesund bleibt. Ja, Andrea meinte zu mir, zum Reiten und Lernen über Pferde gehört halt auch Pferdeäpfel entfernen dazu. Also wie sie meinte, es heißt abäppeln. So, ja, der ist jetzt auch voll hier, ne? Zack. Warte, ich mache hier noch den Rest sauber. Bin ich schon dabei. Jeden Tag mit demselben Fleiße an dieselbe Scheiße. Ja, das kann man bei deinem Job dann wortwörtlich nehmen. Ne? Warum heißt der Pferdeapfel eigentlich Pferdeapfel? Die gängigste Vermutung ist ganz simpel, weil es halt rund ist und damit die Form eines Apfels hat. Und wen's interessiert, daraus wird Düngemittel. Dankeschön. So, die Andrea, sie hat jetzt was zu tun. Aber ich habe noch super viele Fragen. Und was macht man da in der heutigen Zeit? Na klar, Einen Influencer anrufen für weitere Anfängertipps. hallo Patrick. Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Hast die Hose schon voll? Ja, habe ich. Wie starte ich denn bei so einem Pferd überhaupt, ich sag mal, den Motor? Versuch's mal mit Hü. Und alternativ, falls das nicht funktioniert? Für den Notfall solltest du auch brrrrt. Brrr. Ja, das hält das Pferd an, das dient dann die Bremse. Du kannst es hoffen, ja. Ich sage Hals- und Beinbruch. Danke. Tschüss. Ein Päuschen, bevor es endlich aufs Pferd geht. Ich sehe mich schon mit wehendem Haar im Sprint. Hopp, hopp, ja gut, hopp, 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 ja, bleib sitzen. Halt dich nicht so fest, locker lassen. Kein Heldenritt. Dafür volle Konzentration, um mich überhaupt im Sattel zu halten. Ah gut, okay. Aber jetzt noch mal von vorn. Also Andrea hat jetzt gerade schon mal kurz gezeigt, wie man lenkt, wie man bremst. Allerdings hat sie das da hinten gemacht, da waren ganz viele Pferde im Weg, das heißt, ich habe es nicht gesehen. Also, du gehst jetzt hier mit der Hand, tust du dir hier schöne Mähne festhalten. Ja, Und mit der Hand, einfach rauf. ja. Nein. Was? Mit dem Bein Ah. gehst du da rein. So, und jetzt schmeißt du das andere Bein rüber. Hopp, ja genau, zack. Okay. Die Steigbügel passen. So, jetzt mache ich dich hier ab. So, und du jetzt nimmst die Zügel in der Hand. So meinst du, ja? Ja, und jetzt reizt du im Prinzip los, indem du einfach nur mal kickst. Hopp, Okay. ja, weiter, komm. Gut. Und jetzt gehst du immer nach geradeaus. Du guckst geradeaus, nicht zu mir. Du guckst dahin, wo du reitest. Weiter, weiter, einfach geradeaus. Hände nach unten, weiter runter, ja genau. Mit dem Lenken klappt es schon, aber mir fehlt noch der Halt. Eigentlich läuft das Pferd einfach nur und ich bin auch mit dabei. Hey. Geh mal rüber. Ja, linker Zügel. Ja, genau. Jetzt hier So, rum. linker Zügel, Nach links, komm. linker Zügel. Nach links, ja. Weiter, komm. Und jetzt wieder vorwärts. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Mit dem inneren Bein? Ja? Ja. Jetzt geh mal her. Ich zieh dich jetzt. So, und hier Druck, hier Bein durchdrücken. Also, Siehst du, ich kann dich jetzt nicht runterziehen, weil du hier im Steigbügel Ja, stehst. ja. Du stehst hier im Steigbügel, verstehst du? Also, hier hast du deinen festen Stand. Der Steigbügel ist also mein Boden. Und wie war das noch gleich mit dem Sitz? Du tust also dein Becken so rum bewegen. So rum.
Versuch's mal so rum, einfach so auswischen von hinten. Ach so, meinst So, du? so. Okay. Na, wie bei. Ja, gut, also so hier. Ja. Ja, auswischen. Und ein bisschen nach hinten und dann das Becken locker lassen. So. Ja. Nicht verkrampfen. Gut, wir machen jetzt nochmal. Gehen noch mal raus. Können wir erstmal bitte ein bisschen langsamer anfangen, nicht gleich in Galopp? Und du bist schon die ganze Zeit schon langsam unterwegs gewesen. Gut, ja genau. Hopp, 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 hopp. Gut. Oh. So, bleib erst mal drauf sitzen. Ja, Steigbügel. Komm. Wow. Hopp, 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 hopp. Ja, gut, das war gut. Ja, nochmal. Und nochmal. Hopp. Andrea hält nicht viel von Schonprogramm. Irgendwann lief es dann. Aber bin ich schon bereit für einen Ausritt? Hopp, hopp. Ja, gut. Geh mit. Gut. Das war gut. Gut. Okay. Darf ich runter? Ja, darfst runter. Okay. Zack, so und dann gehst du wieder eine Treppe runter. Ganz korrekt. Aufregend. Ja. Adrenalin, ja. Voll. Ja. So, genau, so hängst du ran. Genau. So, hier hast du einen Strick. Dankeschön. Ich habe richtig viel über Pferde gelernt. Körpersprache, Ausstrahlung bei Pferden ist unfassbar wichtig. Und ich muss auch sagen, Andrea meint immer, okay, wenn du Angst hast, verbirg sie. Gelingt mir noch nicht so richtig. Aber wir arbeiten dran. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mein 3-Tages-Crashkurs endet mit einem mehrstündigen Wanderritt. Und wie ich das als Anfängerin hinbekommen habe, seht ihr in der nächsten Folge. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Reitaction habt, dann schaut mal bei meiner Kollegin Christine vorbei. Die war auch auf einem Reiterhof. Oder bei mir. Ich war mit Huskies und Alpakas unterwegs. Raufklicken und hinreisend.